Die Godot Engine 4.7 ist bereits in Entwicklung und vorgestern wurde der zweite Development Snapshot released am 3. März 2026. Die Frage ist, was ist da drin enthalten an Highlights und welche kleinen Perlen verstecken sich wieder im interaktiven Changelog, die eigentlich gar nicht hervorgehoben sind. Ich zeig's dir in der heutigen Folge von Godot 4.7 erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und wir gucken uns heute mal an, was so wirklich Quality of Life und schöne Features sind, die dich in der nächsten Godot Engine Version erwarten. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Format gefällt, abonniere auch sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mal in die Kommentare, was deine Meinungen zu den verschiedenen Features sind und wenn du Fragen hast, auch die einfach gerne dort stellen. Und jetzt gucken wir mal in den Changelog rein. Zuallererst einmal haben wir natürlich hier unten auf dem Blogbeitrag die großen Highlights. Als erstes können wir jetzt auf Klassenebene, auf Exportebene, also auf den Exportgruppen und auf den Untergruppen kopieren und einfügen drücken, um alle Werte in diesem Bereich zu kopieren und bei einer anderen Objektinstanz des gleichen Typs wieder einzufügen. Zum Beispiel eben jetzt hier am Beispiel eines Spielers. Wir können jetzt hier die Variable nutzen und die der Reihe nach einfügen und auch resetten in diesem Sinne. Dann im Editor selbst etwas Oberflächliches. Alles ist jetzt monospaced, also Schriftarten, die immer mit Buchstaben und Zeichen gleich breit sind. Ob jetzt bei Signalen hier, bei Methoden, hier bei der Auswahl von Objekten und Ressourcen, alles ist jetzt in dem Fall hier monospaced. Macht das Ganze einfach ein bisschen hübscher. Im Bereich Animationen können jetzt Gruppen im Animation Track Editor einfach kollabiert werden, also zugeklappt werden und so behält man hier unten im Fenster besser den Überblick. Apple supportet jetzt auch in dem Fall HDR-Outputs, etwas hinsichtlich Rendering, aber das ist jetzt für Windows- und Linux-User weniger ein Problem. Und die richtigen Perlen, da kommen wir unten zu den einzeln genannten Features, denn es gibt hier etwas und sogar eher viele kleine Dinge, die man sich in jedem Falle angucken sollte. Und viele davon sind sogar nicht unbedingt hier aufgelistet, sondern hier unten im interaktiven Changelog. Wenn ihr hier draufklickt, kommt ihr auf diese Seite und dort könnt ihr euch alle 248 Pull-Requests zu den verschiedenen Bereichen mal genauer angucken und schauen, welche Bereiche wurden hier verändert. Ich gehe jetzt nicht wirklich hier alle durch, aber ich habe mir mal so wirklich 6, 7 Perlen rausgesucht, die du in jedem Falle in der nächsten Godot Engine Version kennenlernen solltest. Beginnen wir mal im Bereich 2D. Es gibt ab sofort ein Scene Painter Tool. Was macht das Ganze? Ein Scene Painter Tool heißt, ihr könnt jetzt unter einer ausgewählten Node 2D hier drunter natürlich Objekte regelrecht zeichnen. Ihr seht am oberen Rand, hier gibt es 4 neue Symbole, einmal eben zum Anpinnen, zum Auswählen von Objekten, zum Konfigurieren und weitere Einstellungen da oben für unter anderem das Grid zu konfigurieren sowie Snapping. Jetzt wählt ihr euch eine Packed Scene aus, die eine Node 2D Basis eben hat. Hier zum Beispiel Static Body 2D. Und wenn ihr die jetzt paintet, könnt ihr hier einfach mehrfach direkt instanzieren und auch natürlich rückgängig machen, das gleiche. Dann könnt ihr oben ein Grid konfigurieren, die entsprechende Größe für Objekte einstellen und so in 2D-Objekte malen. Ganz wichtig ist hierbei, das Ganze sieht zwar aus, als ob ihr eine Tilemap bemalen würdet, aber ihr macht wirklich reguläre Objektinstanzen einfach nebeneinander mit passendem Snapping. Und das passiert gerade auch hier genau an der Stelle. Die können wir individuell auswählen, wir können die auch passend am Grid snappen lassen, ohne es anzuzeigen. Und so könnt ihr sehr schön in 2D Level Design machen. Mit der Konfiguration hier oben, mit dem dritten Button, könnt ihr im Inspektor Standardwerte von diesem Objekt hier überschreiben.
Also meinetwegen, die Pack-Scene hat regulär einen Wert Alpha von 1. Jetzt sagt ihr wollt Alpha überschreiben mit dem Wert 0,5. Dann werden jetzt die nachfolgend gezeichneten Objekte mit nur Alpha 0,5 gezeichnet. Das ist ein sehr effektives Tool, um wirklich schnell Objekte zu painten und Levels zu designen. Ganz ohne, dass man sich in jede einzelne Node hier reinklicken muss und die individuell konfiguriert. Also ein sehr praktisches Feature im Bereich 2D. Das nächste Feature geht in den Bereich 3D. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, eurer Auswahl von Nodes beim Transformieren mit der Kamera zu folgen. Auf Englisch gesagt Follow Selection. Es gibt jetzt einen Shortcut für Focus Selection, im Proposal hier unten vorgeschlagen als Button einfach F, und wenn ihr den zweimal drückt, dann fokussiert sich die Kamera auf das gewählte Objekt. Ungefähr so, ihr könnt die positionieren, dann drauf fokussieren, und sobald ihr jetzt hier entweder die Transform Flächen oder die Pfeile nutzt zum Verschieben, dann folgt die Kamera dem Objekt. Ihr habt vielleicht schon öfter die Situationen gehabt, dass ihr aus Versehen mit den Pfeilen euer Objekt aus dem Viewport raus bewegt habt und dann musstet ihr eure Kamera manuell hinterher bewegen. Das Ganze braucht ihr jetzt nicht mehr. Und das geht sowohl mit Grid Snapping, mit Bewegen, mit verschiedenen Features. Da könnt ihr euch hier unten genaue Videos zu angucken. Eben mit nur Shortcut-Bedienung, mit Grid Snapping, auch mit Keyboard-Navigation. Ein sehr praktisches Feature, um mit der Kamera passend Leveldesign zu machen und das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das nächste Feature im Bereich Input lässt in die Zukunft von Godot blicken, denn dieser Pull-Request erlaubt es euch jetzt, bei den Input-Event Keyboard und auch Maus-Button und Maus-Motion eine Device-ID herauszulesen. Bisher ging die Godot-Engine davon immer aus, dass es nur ein Keyboard und eine Maus am PC gibt, aber mit dieser Möglichkeit kann es in Zukunft eventuell den Support geben für mehrere Tastaturen und Mäuse am gleichen PC. Das heißt, theoretisch werden damit in Zukunft auch dann Multiplayer-Maus-Games und Multiplayer-Tastatur-Games möglich. Also ist vielleicht ein bisschen fraglich, aber mehrere Tastaturen oder Mäuse am gleichen PC stelle ich mir schon sehr witzig vor. Die Kamera 3D-Vorschau in der Godot Engine wurde angepasst. Diese hat jetzt zwei Dinge bekommen. Einerseits wird jetzt ein Sub-Viewport genutzt mit einer Texture und auf der anderen Seite auch der neue Foldable Container. Der erlaubt es euch jetzt nämlich bei Auswahl einer Kamera oben rechts hier einerseits die Preview auf und zuzuklappen, und beim Wechseln habt ihr jetzt auch hier keine Ruckler mehr, dass es laden muss. Ihr könnt hier flüssig problemlos wechseln und euch dann im Inspektor auf der rechten Seite hier die Kamera einfach genau anschauen. Wenn ihr mehrere Nodes im Inspektor habt oder eben in eurem Szenenbaum, die ihr in dem Falle einblenden oder ausblenden wollt, dann gibt es jetzt den Shortcut H, um eben die Node Visibility zu ändern. Ihr wählt die Nodes aus, die ihr eben ein- oder ausblenden wollt, drückt einfach auf H drauf und schon invertiert ihr damit ihre Sichtbarkeit. Das Auge, was vorher offen war, wird geschlossen und die Augen, die vorher geschlossen waren, werden jetzt geöffnet, also wieder angezeigt. Dieses nächste Feature dient der Usability vom Editor Interface, denn es gibt eine neue Methode mit dem Titel Get Unsaved Scenes. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr Packed Scenes im Editor baut und ihr habt viele Tabs oben offen, dann vergisst man auch mal schnell einzeln zu speichern. Mit dieser neuen Methode kriegt ihr die Pfade von allen ungespeicherten Szenen, die gerade so offen sind. Kleine Implementierung, aber doch ganz praktisch für den einen oder anderen von euch, der auch Tool-Skripte mit GD-Script oder C# für die Engine schreibt. Und haben wir jetzt hier die Möglichkeit, dass bei Verwendung der Jolt Physics Engine, welche seit Godot 4.5 oder 4.6 Standard für jedes neue Projekt ist, dass ihr auch dort jetzt
Area 3Ds mit Softbody 3D überlappen könnt und es werden entsprechende Signals getriggert für die Überlappung, für das Beginn der Kollision und das Beenden. Hinsichtlich Arbeiten mit Nodes gibt es noch ein Knüller-Feature im Scene Tree, was ihr wissen solltet. Denn es gibt einen neuen Eintrag mit dem Namen Replace. Wenn ihr jetzt Nodes habt, zum Beispiel hier eine 2D-Szene und ihr wollt hier jetzt eine Tilemap kopieren und dann habt ihr aber eine angefangene 3D-Szene, die zu 2D werden soll, dann könnt ihr jetzt auf der Node, die hier oben falsch ist, also die Node 3D in dem Falle, rechtsklicken. Ihr könnt hier das neue Replace auswählen und dann wird diese Szene eben zu einer Tilemap 2D, hier seht ihr es gerade, und die kompletten Daten von diesem Objekt vom Tilemap Layer werden übernommen. Das ist ein simpler Eintrag bei den Nodes, aber der macht sehr viel aus und spart sehr viele Arbeitsschritte. Dieses nächste kleine Feature wird viele von euch vielleicht sogar freuen, denn wenn ihr mit dem Godot Editor arbeitet zum Ausfüllen von Textdateien oder zum Programmieren von GDScript, dann habt ihr jetzt einen neuen Shortcut und einen neuen Hotkey unter dem Namen Join Lines. Mit Join Lines könnt ihr mehrere einzelne Zeilen auswählen und beim Drücken des Shortcuts werden die dann in eine einzige Zeile gemerged. So könnt ihr zum Beispiel hier riesige mehrzeilige Kommentare auf eine einzige Zeile reduzieren, einfach nur die passenden Zeilen einfach auswählen und schon ist das Ganze verbunden miteinander. Und jetzt zum Abschluss für dieses Video ein sehr schöner Bugfix, der mich persönlich auch schon eine Weile genervt hat. Und zwar importierte CSV-Dateien konnten nicht regulär geöffnet und im Inspektor bearbeitet werden. Denn das Problem der Engine ist nämlich immer, CSV-Dateien werden sehr häufig und direkt als Translation-Files interpretiert. Dabei können die so viel mehr sein. Das sind ja dann teilweise vielleicht Datensätze für Inventarslots, eine Quizfragen, Datenbank, Spieleinstellungen oder ganz andere Formate. Und jetzt wurde das eben behoben, das heißt CSV Translation Source Files wurden immer als Translation Resources behandelt, das hat sie davon behindert, eben einfach normal geöffnet zu werden, um den Plaintext einzusehen. Und jetzt wird das Ganze angepasst und ihr könnt euch das selbst angucken und CSV-Dateien mit der Godot Engine einfach öffnen und bearbeiten. Und das war meine kleine Feature-Vorstellung zur 4.7 Version mit dem Development Snapshot 2. Ich finde, es sind ein paar sehr interessante Dinge dabei. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere auch sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest und kommentiere mal, was von den gezeigten Dingen dein persönliches Highlight ist oder was dich am meisten überrascht hat, dass es jetzt direkt kommt. Falls du noch interessante Features und Themenpunkte findest, ich verlinke dir sowohl den Blogbeitrag hier als auch den interaktiven Changelog in der Videobeschreibung und wenn du was Interessantes findest, einfach mal die passende Zeile hier markieren, dann per Rechtsklick kopieren und unten in der Kommentarsektion einfügen. Für heute aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye bye!